Hallo und herzlich willkommen zu Anders Denken, Handeln, Sein, der ADHS Online-Kongress für Frauen und Mütter. Heute im Interview ist Monika Föhner. Monika, du bist Kinesiologin und Kinflex-Therapeutin. Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie spürst du? Kannst du erklären, wie du spürst, welcher Reflex jetzt eigentlich gerade ausschlaggebend bei diesem Kind ist? Ja, das ist ganz einfach die Kinesiologie mit dem Biofeedback-System, Muskelreflextest. Also dieses Armtest kannst du machen, du kannst es mit dem Beintest machen, du kannst es mit dem Ohrringentest machen, du kannst es mit dem Beinschiebentest, du könntest es mit dem Beinlängentest machen oder mit Armlängentest. Da gibt es tausende Testmöglichkeiten, da hat jeder für sich so sein Tool, mit dem er am meisten klarkommt. Bei mir ist es der Ohrringentest, weil manchmal das System von den Kindern sehr wackelig ist. Und manchmal ist das System so unter Spannung, dass du wie eine Art Gummi, dass die wieder auseinanderschnellen und du kriegst dann keine so klare Antwort und überlegst dir nur, was war das jetzt? Okay, es ist zu viel Spannung im System, das muss weg. Aber eben, das ist besser, wenn man zwei Arten Kinesiologie beherrscht, eine am Klienten und eine dann auch bei sich. Aber das mache ich jetzt einfach so für mich. Ja, aber genau darum ging es mir, dass du Genau. deins erzählst. Ja. Und es ist einfach so, wenn ich arbeite mit dem Klienten, dann bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich bin der Klient in dem Moment. Ja, also er geht durch mich durch. Ich spüre das, was er spürt. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, wenn ich sage, was ist da in deinem Bauch? Warum? Warum? Wie kriegen wir das weg? Wie fühlt sich das an? Und wenn sie es dann noch nicht visualisieren können, dann kann ich weiterhelfen und sagen, es ist ein schwarzer Klumpen. Ist der warm? Ist der kalt? Ja, der ist kalt. Ja, also das sind dann einfach, ja, also bei mir ist das halt körperlich. Ja? Bei anderen ist das anders. Ja. Aber genau darum ging es mir, weil ich hatte in dem Gespräch von deinen Ausbilderinnen, von der Eva und der Manuela, da hatte ich nämlich auch schon nachgefragt, wie spürt man das? Wie könnt ihr das erfühlen, welcher Reflex da dran ist? Und deswegen war es mir so wichtig, dass du einmal von dir erzählst. Und ich finde schön, dass du auch gesagt hast, da hat einfach jeder seine eigene Methodik, daran zu gehen. Und magst du von diesem O-Test nochmal was erzählen? Weil das fand ich nämlich immer total spannend. Es ist einfach so, in der Kinesiologie ist ein starker Muskel ein Ja und ein schwacher Muskel ein Nein. Ja? Und da gibt es auch den Schaukeltest. Zum Beispiel, das lernen meine Klienten. Meine Klienten, wenn die bei mir rausgehen, dann übernehmen die Selbstverantwortung. Ja, also sie haben dann ihr Skillset, wie sie sich selbst helfen können. Also sie können selbst kinesiologisch testen, ist dieses Essen für mich gesundheitsförderlich, ja oder nein? Ist diese Dosierung noch korrekt, ja oder nein? Wie viel darf ich dosieren? Wann ist der beste Zeitpunkt, dieses Supplement jetzt zu geben? Also sie sind quasi, sie können wieder alleine laufen. Und zwar besser laufen wie vorher, weil sie dann eben ihre Tools haben. Auch die Kinder bekommen dann Tools mit, wie sie sich selbst regulieren können, wenn sie im Mobbing stehen, ja, wenn sie angegiftet werden, wie sie ihre Konzentration steigern können mit minimalen Übungen oder mit minimalen Handgriffen, die eigentlich auch gar keiner mitbekommt. Aber sie bekommen dann wirklich ihr Toolset, um sich wieder zu erden, um sich wieder zu sich zu bringen. Und so dass jeder in seiner Kraft ist. Ups. Das ist zum Beispiel eines meiner Tools. Ja. Ich setze mir 3-mal am Tag einen Alarm. Und in dem steht das, was ich bin. Und zwar positiv. Schön. Also, ich bin Liebe, ich bin Erfolg, ich bin Heilung oder was auch immer jemand gerade braucht. Und das machen auch ein paar Kinder von mir. Die haben schon ihre Mamas verwirrt damit, dass sie sich einen Alarm gesetzt haben. Da haben sie doch mal aus Versehen auf mich gehört. Ja, und es tut sehr gut. Ja, schön. Also deswegen, das musste ich jetzt gerade rein, damit genau das nicht vergessen wird. Das ist ein ganz wichtiges Tool, ein wunderschönes Tool.
Ja, Habe und ich da gibt auch. es eben viele Tools noch und mir ist es eben wichtig, dass die Leute dann wirklich auch gehen können und sich in Zukunft selber helfen können. Klar, wenn irgendwas mal wieder ist mit dem Reflex, dann kann man den mal schnell reintun, aber ich möchte die Sachen abarbeiten und sie wieder in ihre Freiheit entlassen. Ja. Ja, schön. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde, das ist perfekt, dass du das jetzt gerade zum Schluss nochmal erwähnst. Ganz genau. Unabhängigkeit. Du hilfst diesen Betroffenen, die sich an dich wenden, in die Unabhängigkeit. Und das Genau. auch das kann ich wirklich nur bestätigen. Und danke dir von Herzen für mich, aber eben auch, dass du das hier mit den ZuschauerInnen teilst und ja, so viel Liebe und Heilung in die Welt bringst. Dankeschön.